Deine Katze sitzt vor dir. Runder Bauch, weicher Körper, große Augen. Und du sagst genau das, was fast jeder Katzenhalter irgendwann sagt. Sie ist halt ein bisschen mollig. Er ist kräftig gebaut. Sie ist einfach flauschig. Es klingt liebevoll. Es fühlt sich harmlos an. Aber genau hier steckt eine unbequeme Wahrheit. Viele Katzen, die als flauschig bezeichnet werden, sind in Wahrheit übergewichtig. Und in ihrem Körper ist Übergewicht nicht einfach ein optisches Detail. Es verändert langsam und still, wie Organe, Gelenke, Hormone und sogar die Lebenserwartung funktionieren. In den nächsten Minuten zeige ich dir, was im Körper deiner Katze wirklich passiert, wenn sie zu viel Gewicht trägt und warum schon 1 oder 2 Kilo viel mehr ausmachen, als die meisten Halter glauben. Aber zuerst musst du etwas verstehen, das viele unterschätzen. Katzen sind klein. Eine gesunde erwachsene Katze wiegt meistens zwischen 4 und 5 Kilo, je nach Rasse, Körperbau und Gestalt. Manche sind von Natur aus etwas kleiner, manche etwas größer. Aber genau hier wird es spannend. Wenn deine Katze von 4 auf 5,5 Kilo zunimmt, klingt das harmlos. 1,5 Kilo wirken für uns nach nichts. Für eine Katze sind 1,5 Kilo aber rund 30-35% zusätzliches Körpergewicht. Wenn du selbst 70 Kilo wiegen würdest, wäre das ungefähr so, als würdest du plötzlich dauerhaft mehr als 20 Kilo zusätzlich tragen. Jeden Tag, bei jedem Schritt, bei jedem Sprung. Du würdest das nicht mehr ein bisschen flauschig nennen. Und der Körper deiner Katze nimmt es auch nicht so wahr. Wie erkennst du also wirklich, ob deine Katze zu schwer ist? Nicht nur über die Waage, nicht nur über das Aussehen, sondern über die Hand. Bei einer gesunden Katze solltest du die Rippen unter einer dünnen Fettschicht ertasten können. Nicht spitz, aber auch nicht tief vergraben. Von oben betrachtet sollte eine leichte Taille zu sehen sein. Von der Seite sollte der Bauch sanft hinter dem Brustkorb nach oben verlaufen, nicht schwer durchhängen. Wenn du die Rippen kaum noch findest, wenn keine Taille mehr erkennbar ist, wenn der Bauch deutlich hängt und beim Laufen mitschwingt, dann ist deine Katze sehr wahrscheinlich übergewichtig. Und jetzt wird es spannend, denn ein hängender Bauch allein ist nicht automatisch Fett. Katzen haben eine natürliche Hautfalte am Bauch, die sogenannte Primordial Pouch. Sie ist evolutionär gewollt. Sie ist normal. Sie bedeutet nicht automatisch Übergewicht. Aber wenn der Bauch voll, fest und rund ist, nicht nur lockere Haut, sieht es anders aus. Dann sprechen wir über Körperfett. Und Körperfett tut bei Katzen Dinge, über die selten gesprochen wird. Beginnen wir bei den Gelenken. Katzen sind dafür gebaut, zu springen, zu klettern, plötzlich loszurennen. Ihre Gelenke sind auf einen schlanken, beweglichen Körper ausgelegt. Zusätzliches Gewicht verändert alles. Es drückt auf Gelenke, es belastet Bänder. Es beschleunigt den Verschleiß in Hüfte, Knie und Wirbelsäule. Übergewichtige Katzen springen oft weniger, sie klettern weniger, sie spielen weniger. Viele Halter denken dann, sie wird halt älter, sie ist ruhiger geworden. Aber manchmal ist das nicht Alter, manchmal ist es Schmerz. Gelenkbeschwerden bei Katzen werden in der Tiermedizin extrem oft übersehen. Katzen verbergen Schmerzen meisterhaft. Wenn du Humpeln siehst, ist das Problem meistens schon weit fortgeschritten. Jetzt zu etwas, das noch ernster ist: Organbelastung. Fett bei Katzen sitzt nicht nur unter der Haut, es lagert sich auch um die inneren Organe ab, um Leber, Nieren, Herz und Darm herum. Und dieses Fett ist biologisch aktiv. Es setzt entzündungsfördernde Signale frei. Es verändert den Hormonhaushalt. Es bringt den gesamten Stoffwechsel unter dauerhaften Druck. Eine besonders gefährliche Folge ist die hepatische Lipidose, also eine Fettleber. Sie kann sich bei übergewichtigen Katzen sogar besonders schnell entwickeln, wenn sie plötzlich aufhören zu fressen. Schon wenige Tage Fasten können kritisch werden. Genau deshalb sind Crash-Diäten bei Katzen so gefährlich. Schnelles Abnehmen bei Katzen ist nicht harmlos. Sicher ist nur eine langsame, kontrollierte Gewichtsabnahme. Und dann gibt es die Erkrankung, von der fast jeder schon gehört hat: Diabetes. Übergewichtige Katzen erkranken deutlich häufiger an Katzendiabetes.
Der Zusammenhang ist so klar belegt, dass Tierärzte Gewichtskontrolle inzwischen als wichtigsten Faktor zur Vorbeugung sehen. Eine diabetische Katze braucht Insulingaben, regelmäßige Kontrollen, spezielles Futter und lebenslange Betreuung. Es ist machbar, aber es verändert alles, für die Katze und für den Halter. Und sehr oft wäre es vermeidbar gewesen, mit früher, ruhiger Gewichtskontrolle. Aber genau hier kommt der Punkt, den die meisten übersehen. Eine Katze kann übergewichtig sein, ohne dass es so aussieht, als würde sie viel fressen. Vielleicht denkst du gerade, aber sie frisst doch kaum. Er lässt oft die Hälfte stehen. So viele Leckerlis bekommt sie gar nicht. Das kann alles stimmen und sie kann trotzdem zunehmen. Warum? Weil Wohnungskatzen sehr viel weniger Kalorien verbrauchen, als ihre Biologie ursprünglich vorgesehen hat. Sie jagen nicht, sie laufen nicht, sie klettern nicht stundenlang draußen. Und genau wie beim Menschen reichen kleine, regelmäßige Überschüsse, um über Monate und Jahre Gewicht zuzulegen. Ein paar Stücke Trockenfutter mehr pro Tag, ein paar Leckerlis mehr pro Woche, ein Napf, der nie ganz leer ist, dazu ein ruhiger Wohnungsalltag. Diese Kombination reicht aus, damit eine Katze langsam vom Idealgewicht in Richtung Übergewicht rutscht, ohne dass es jemandem auffällt. Deshalb sind viele Halter ehrlich überrascht, wenn der Tierarzt sagt, dass die Katze zu schwer ist. Es gab kein großes Ereignis, keinen offensichtlichen Fehler. Nur Biologie, die langsam die Waage verschiebt. Was kannst du also tun? Hier ist der ruhige, liebevolle Weg. Erstens, sprich mit dem Tierarzt. Schätze Gewichtsziele nicht selbst. Eine fachliche Einschätzung sagt dir, was wirklich gesund wäre und wie schnell deine Katze sicher abnehmen darf. Zweitens, niemals Crash-Diät. Schnelles Abnehmen kann eine Fettleber auslösen. Veränderungen sollten langsam und kontrolliert sein. Drittens, Futter wiegen, nicht schätzen. Die meisten Halter überfüttern unbeabsichtigt, weil sie die Menge nur über das Auge einschätzen. Eine kleine Küchenwaage verändert sehr viel. Viertens, bei den Leckerlis zuerst reduzieren. Hier lässt sich am leichtesten sparen, ohne dass deine Katze das Gefühl hat, etwas zu verlieren. Fünftens, mehrere kleine Mahlzeiten statt großer Portionen. Selbst bei gleicher Gesamtmenge unterstützt das den Stoffwechsel und reduziert das Betteln. Sechstens, sanfte Bewegung anbieten. Kurze Spielrunden, Federangel, Futterspielzeug. Schon 2x5 Minuten am Tag machen einen Unterschied. Siebtens, Geduld. Katzen nehmen langsam ab. Das ist kein Fehler, das ist Sicherheit. Aber genau hier kommt der Punkt, der vielen nicht klar ist. Deiner Katze beim Abnehmen zu helfen, ist einer der liebevollsten Schritte überhaupt. Nicht, weil schlanke Katzen schöner aussehen, sondern weil eine Katze mit gesundem Gewicht länger lebt, sich leichter bewegt, mehr spielt, weniger Schmerzen hat und bis ins Alter geistig wacher bleibt. Untersuchungen zeigen, dass Katzen mit Normalgewicht im Schnitt 1 bis 2 Jahre länger leben als deutlich übergewichtige Katzen. Das sind keine kleinen Zahlen. Das sind viele zusätzliche Lebensjahre mit dir. Und ehrlich gesagt, die meisten Halter überfüttern nicht, weil sie ihre Katze nicht lieben. Sie überfüttern, weil sie sie lieben. Futter fühlt sich an wie Fürsorge. Ein voller Napf fühlt sich an wie Sorge tragen. Den großen Augen Nein zu sagen, fühlt sich fast unmöglich an. Aber Liebe misst sich nicht in Gramm Futter. Liebe misst sich in gesunden Lebensjahren. Wenn du nur eine Sache aus diesem Video mitnimmst, dann diese. Ein paar Kilo zu viel sind bei einer Katze nicht flauschig. Es ist Biologie unter stiller Dauerbelastung. Und das Liebevollste, das du tun kannst, ist nicht mehr füttern. Es ist deiner Katze ein längeres, gesünderes Leben ermöglichen. Schreib mir gern in die Kommentare, warst du schon einmal überrascht vom Gewicht deiner Katze? Oder hat dir der Tierarzt zum ersten Mal gezeigt, wie man es richtig prüft? Ich lese jeden Kommentar. Und wenn du verstehen willst, was wirklich passiert, wenn deine Katze zu viele Leckerlis bekommt, dann schau dir als nächstes dieses Video an.